Die New Housing 2023. Wir sind in Karlsruhe, ja. Du bist der? Georg. Hallo Georg. Ich habe gesehen, deine Frau schon hier, dein Kind ist da. Das hier ist Handwerkskunst. Sieht so aus, ein bisschen wie Made in Germany, oder? Ja, also wir versuchen tatsächlich fast alles Made in Germany zu machen. Wir produzieren hier auch um die Ecke und stecken da ziemlich viel Herzblut und ziemlich viel Handwerkskunst rein. Ja, der Wettbewerb ist groß. Sie bauen in Polen, sie bauen in den Niederlanden, überall. Oft ist Sandwich-Material mit drin mit Schaum. Du verwendest etwas anderes Material. Das sieht aus wie ein riesiger Block Holz. Genau, also ist es auch. Er ist auch relativ schwer. Ich kann ihn mal hier zeigen. Das sind unsere Massivholzelemente aus dem Schwarzwald. Das ist einmal die Sichtseite innen und dann sind es eben mehrere Lagen Holz, die mit Holzschrauben verbunden werden. Das heißt, da ist kein Kleber, keine Schrauben, keine Chemie drin, einfach nur Holz. Ja, man kann es auch auf die Spitze treiben, aber das Coole ist, es ist ja gar nicht so viel teurer, wenn man es gleich richtig macht. Ihr könnt aber jetzt keine 1000 Häuser am Jahr bauen, oder? Nee, da sind wir schon begrenzt. Also wir können natürlich die Stückzahl auch hochdrehen, aber wollen wir gar nicht, weil ich glaube, dann können wir eben nicht mehr garantieren, dass wir eben diese Qualität liefern, die wir jetzt versuchen eben abzuliefern. Ja, die Leute sind total geflasht. Das fängt schon damit an, dass das Fahrgestell viel höher ist wie bei den anderen. Die Veranda ist schon mal größer. Ist das so ein Fahrgestell, was ihr mitverkaufen könntet oder ist es jetzt nur für die Messe? Nee, das verkaufen wir auch mit. Also das ist jetzt unser eigener Anhänger. Das dreht sich, im Grunde genommen ist es ein Standard-LKW-Wechselaufbau. Das heißt, jeder LKW weltweit mit einer Standard-Twistlock-Aufnahme kann das Ding aufnehmen und hin und her fahren. Und man kann das nachher aber eben auch auf Punktfundamente absetzen oder noch höher setzen oder auf eine Garage draufstellen. Wir haben dadurch einfach insgesamt jetzt bei dem Hänger 19 Tonnen zur Verfügung. 3 wiegt der Hänger, das heißt, wir sind bei 16 Tonnen, die wir das Tiny House schwer machen können. Und jetzt liegen wir so bei roundabout 11, 12. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Gepäck, was wir da reinstecken können. Ja, das Coole ist, dass man auch diese Fahrgestelle recht günstig kriegt gebraucht, oder? Genau, also je nachdem, wie man mit Rost umgehen kann, geht es schon bei, ich glaube, 1.500 Euro oder so los. Gut, das ist jetzt ein spezielleres, Zentralachse, kann mehr Gewicht. Das ist ein schöner. Der ist sehr schön, genau. Mercedes-Achsen. Okay, das sieht man hier drauf. Aber das Coole ist, von der Breite sind wir hier auf 2,50, oder? 2,55, genau. 2,55, das heißt, du kannst ganz normal damit fahren, kein Schwertransport, du bist auf 4 Meter Höhe hier? Nix, gar nichts. In dem Fall hat es ein Freund von mir mit dem Traktor gefahren, weil wir eben hier aus der Region kommen, wir fertigen hier direkt. 25, deswegen, Genau. Das heißt, du brauchst noch nicht mal so einen LKW. Nee, in dem Fall, wenn man eben die Zeit hat, mit 25 km/h zu fahren, dann kann man das mit dem Traktor ziehen. Oder eben halt dann der LKW hat, der Anhänger hat TÜV und so, dann ganz normal mit 80 Autobahn. Das kommt wahrscheinlich nach Portugal. Das hat ein deutscher Kunde gekauft, der aber viel in Portugal ist. Genau. So, und das Coole ist natürlich, das dämmt wie Sau, nehme ich an. Ist im Sommer natürlich auch ganz gut, oder? Auf jeden Fall. So, hier vorne siehst du die Fenster. Wo kommen die her? Die kommen tatsächlich leider noch aus Polen, sind aber Vollholzfenster. Die bauen auch gute Fenster, die Polen. Die bauen richtig gute Fenster, ja. Und wir suchen aber einen deutschen Hersteller. Der Schreiner hier um die Ecke, der kostet nur 4-mal so viel. Okay, ich verstehe. Aber ich hoffe, dass ich da noch jemanden finde, der mir die hier um die Ecke baut für einen Preis, den ich tatsächlich auch noch bezahlen kann. Und was hast du gelernt? Ich bin eigentlich Lehmbauer, aber eigentlich auch Architekt. Du bist Architekt und Lehmbauer. Ja. Also was ist ein Lehmbauer? Wir bauen Lehm an. Nee, wir haben Häuser gebaut aus Lehm, viel Lehmputze, viel im Fachwerk, viel alte Sachen restaurieren. Und haben das Gleiche eigentlich in groß gemacht und dann irgendwann angefangen, unser eigenes. Ich lebe selber im Tiny House mit Frau und 2 Kindern. Da darf ich mal kommen zu euch. Ja, klar. Echt? Oder wo denn? Wo seid ihr denn? Hier in eine halbe Stunde von Karlsruhe. Halbe Stunde von Karlsruhe. Komme ich öfter mal vorbei und dann werde ich euch mal besuchen. Aber das Haus, was ihr hier hingestellt habt, du merkst, das flasht die Leute doch ein bisschen anders wie die anderen Häuser hier. Ja? Allein, wenn du reinkommst, das Holz ist wahrscheinlich so ein kleines bisschen noch offen, dass Feuchtigkeit ein bisschen raus diffundieren kann, oder? Auf jeden Fall. Also wir sind technisch vollkommen auf der sicheren Seite. Wir haben halt einen monolithischen ein monolithisches Bauteil, sagt man. Das heißt, wir haben wirklich keine Verbundmaterialien. Wir haben reines Holz, von innen nach außen komplett homogen. Wenn man reinkommt, man riecht sofort. Es riecht nach Holz, es riecht natürlich. Wir versuchen an allen Stellen das eigentlich so zu machen. Wir haben zum Beispiel keinen Schaum bei den Fenstern, sondern eine Dichtmasse, eine Biodichtmasse, die man quasi in einen Salat essen kann. Das riecht, da ist Rosmarinöl drin, muss man lecker? riechen. Ich habe sie 2-mal so am Finger abgeschleckt. War jetzt nicht eklig, aber Man stirbt nicht davon. Nee. So, und das sieht man hier, die Länge vom Haus? 8,16 Meter.
So, du kannst ja auf Maß bauen, nehme ich an. Jo. Das heißt, hast du eine CNC oder ist es noch mit der, Nee, mit der alles Kreissäge? Hand, alles Hand. Okay. Also die Elemente, die kriegen wir schon vorgefertigt geliefert aus dem Schwarzwald, aber die bauen die nach genau den Maßen, die ich ihnen halt schicke. Bauzeit, wie lange geht da drauf? Oh, so wir haben eine Rohversion, die ist so wirklich die Basic-Version. Da sind wir so in 6 Wochen durch und dann je nach Kunde und Extrawünschen. Und manchmal gibt es halt sehr, sehr viele Extrawünsche. Dann dauert schon mal so 3-4 Monate. So, wir werden gleich mal reingehen. Ich war noch nicht drin, aber ich blicke schon von innen nach außen, von außen nach innen. Das ist der Hammer, was du hier gebaut hast. Und das war alles Kundenwunsch, oder wie? Jo, alles Kundenwunsch. Komm, wir gehen mal rein, dass wir das mal sehen. Du bist hier zufrieden mit der New Housing? Auf jeden Fall. Also ich habe gefühlt seit sie heute Morgen aufgemacht hat, nicht einmal Pause gemacht mit Reden, aber ich bin auch sehr geflasht. Also es kommt gut an. So, deswegen werden wir das Video jetzt mal drehen, damit ganz viele Leute sich das angucken können. Eine Wasserfilteranlage, Genau, sieht so ein bisschen aus wie Umkehrosmose, aber ist es nicht, oder? Nee, ist es nicht. Hätten wir sonst auch noch, wenn das jemand wirklich will. Das ist natürlich nur unser Anschauungsmodell hier, dass man einmal sieht, wir haben Wasserfilter, Edelstahl auch komplett, also kein Plastik. Da können wir Filter bestücken, je nach Kundenwunsch bis hin zu Medikamentenrückstände rausfiltern. Daneben haben wir einen Solarboiler, der direkt verstromt. Also da steckt man hier einfach die Paneele ein. Achso, der arbeitet damit zum Beispiel 40 Volt oder sowas oder 50 Volt. Technisch weiß ich nicht genau. Er funktioniert mit Solar. Ich habe 2 400 Watt Paneele oben drauf dann für den. Und dann noch eine Inselanlage, das ist jetzt nur der Wechselrichter. Victron Energy, ja. Kommt ja aus dem Schiffsbau, also da hast du was Feines gewählt. Die sind super. Unsere komplette Halle läuft nur mit Solarpanelen. Wir haben keine Netzeinspeisung, das heißt, wir bauen tatsächlich auch komplett grün. So, wie wird das denn hier ausgesprochen? Mi? Mi Tiny Casa. Wir sind eigentlich eine Marke von Casa Creciente, so hießen wir früher. Und Casa Creciente ist Spanisch und heißt das wachsende Haus, war aber sehr schwierig zu buchstabieren. Bist du Spanier irgendwie? Nee, ich habe lange in Argentinien gelebt. Argentinien. Jo. Du sprichst gut Spanisch. Jo. Okay. Das ist fein. Also wenn jemand aus Spanien kommt, kann er sich fließend mit dir unterhalten. So, und hier sieht man es ökologisch, nachhaltig, regional, Tiny House. Du lebst das richtig, oder? Jo. Es gibt einen Markt dafür? Auf jeden Fall. Warum Tiny Häuser? Also die ganzen Kaufargumente stehen hier mit drauf. Ihr seid in Philipsburg, kenne ich in England. Gibt es auch in Deutschland? Gibt es auch in Deutschland, halbe Stunde von Karlsruhe. So, das hier ist wahrscheinlich, dieses Brett hat auch eine Story, oder? Das hat auch eine Story. Das wäre normalerweise in Hacker gelandet. Ich habe dem Kollegen aber gesagt, ey, schmeiß den Stamm bloß nicht weg. Ich säge mit unserem Sägewerk auf. Wir haben so ein kleines mobiles Sägewerk. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt mal herkommt und sagt, ich habe da eine Birne im Garten, da hätte ich gerne ein Küchenmöbel draus, dann können wir das auch machen. So, und auch hier alles schön gemacht, aber das Haus wird wahrscheinlich eine Patina entwickeln. Das wird grau, oder? Ja, das wird grau oder so manchmal so ein bisschen sonnenverbrannt auch, so wie man es so von Almhütten kennt. Aber hat auch einen Charme. Also ich finde es sehr schön. So, in Deutschland ist alles geregelt. In Spanien, es geht nach Spanien? Hast du Portugal gesagt? wahrscheinlich. Portugal geht's noch, oder? Das heißt, also hier brauche ich jetzt noch kein Zertifikat wie die Heizung, oder? Nee, der hat aber ein Zertifikat tatsächlich. Also den kriegst du auch. Aber es ist entspannter dort, auf jeden Fall. So, das heißt auch hier, das hält alles. Wie lange habt ihr gebaut auf der Messe, bis alles stand? Boah, wir waren gestern Abend, Punkt 10 waren wir fertig. Und Mit allem? Mit allem, ja. Aber mit den Nerven auch? Mit Nerven, mit den Kräften. Wir haben irgendwie gefühlt die letzten 2 Wochen 3 Stunden geschlafen. Nee, du hast ja verdient, also das ist so. Ja, die Frage, die alle stellen werden, ist, wie ist der Ausblick? Nee, die Hauptfrage ist, was ist der Preis? Der Preis ist heiß. Nee, der Preis ist, also der ist so voll ausgestattet, wirklich mit allen Küchengeräten. Da ist nichts irgendwie minderwertiger als Miele, also auch die Kochplatte, der Backofen, der Kühlschrank, gut, der ist von Siemens, aber weil er noch leiser ist als der von Miele, ohne Schleichwerbung machen zu wollen. Wir haben Keramikschalter. Ist auch der Fall, ist in Wohnmobilen bauen ja alle Siemens ein, weil die wirklich sehr leise sind. Ja, das heißt, praktisch ein Inverter, der geht nicht mehr an und aus, sondern wird einfach leiser. Das ist Wahnsinn, also genau. Du hörst ihn gar nicht mehr. Du hörst ihn wirklich nicht mehr. Ja. So, und dann ist hier ein toller Ofen, der kann auch ein bisschen speichern? Der hat nach 6 Stunden noch 40 Grad Außentemperatur. Das ist ein hocheffizienter Speicherofen. Das heißt, du kannst mit dem eigentlich hier das ganze Haus heizen, ne? Genau, wir haben zwar noch eine Fußbodenheizung im Bad unter den Natursteinfliesen und 2 Infrarotheizplatten. Die braucht man aber relativ selten, wenn man den mal anmacht. Alles ist total schön. Auch die Möbel, die habt ihr selber gebaut, die Hocker? Die Hocker tatsächlich nicht, die hat meine Frau gekauft. Den Tisch, das ist aber eine Zeder, da weiß ich, wo sie stand. Die haben wir selber aufgesägt und selber zusammengeleimt. Echt? Jo. Freunde von mir, die machen so Baum-Spezialfällung und das würde sonst im Hacker landen. Hier oben die Lampe hat auch eine Story oder ist sie von Ikea?
Nee, die ist gebraucht gekauft und passt eben zu diesen blauen Fliesen. Da saß meine Frau ewig dran, dass es farblich auch alles stimmt. So, und diese Schalter gibt es noch neu? Die gibt es noch neu, made in Germany und sind voll Keramik. Also ich kann ja auch mal, also ja, ich glaube es ja. Rauskommt, aber ja. Ich glaube es ja so. Das heißt, der Innenaufbau, was ist das für ein Holz? Das ist jetzt Fichte aus dem Schwarzwald. Echt? Die sind in Oberhammersbach und die sagen, dass ihr Holz nicht weiter als 50 Kilometer vom Werk herkommt. Ja, ich kenne das ja, Zirbel zum Beispiel, die riecht dann immer so ein bisschen nach Öl irgendwann. Die haben wir im Schlafzimmer. Echt, habt ihr Zirbel verbaut? Da haben wir als Decklage Zirbenholz. Saunalook. Ja. So. Ja, und Geruch. ja nachweislich den Herzschlag. Ja, angeblich, ja. Ich meine, du kannst das ja sagen, du hast ja selbst dein eigenes Haus gebaut. Ja, ne? genau. Und hier oben, da steht es, da ist ein kleines Kochfeld mit drauf. Viel findet ja im Tiny House auch draußen statt, oder? Genau, also wir haben hier 2 Platten. Viele fragen sich, warum die Arbeitsplatte so tief ist. So, ne? Das war jetzt in dem Fall kein Fehler, sondern der Kundenwunsch war, ich will, wenn ich hier koche, nicht die ganze Zeit irgendwie so hoch gucken und dadurch, ich war am Anfang auch skeptisch, aber mittlerweile finde ich das genial, weil du wirklich oben in die Töpfe gucken kannst. Gut, du hast einen Sohn, muss ich jetzt sagen, der wird ein bisschen größer. Da würde ich dann noch ein Geländer drumherum machen, ja. Ja, doch, auf jeden Fall. So, ich guck mal, ist ein Sohn oder Tochter? Was hast du? 2 Töchter habe ich. 2 Töchter? Ja. Ich habe auch 2 Töchter. Guck mal hier, dann großes Spülbecken von Grohe habt ihr eingebaut, schöne Möbel. Das Ganze ist auch hier, ich nehme an, das ist echt hier, was hier an der Wand ist? Das ist alles, ja, das ist komplette Keramikfliesen. Und im Bad, wirst du gleich sehen, sind Natursteinfliesen, Travertin. Genau. Wo hast du die Expertise mit dem Holz her? Dass du dich damit so gut auskennst? Du bist ja Lehmbauer. Ja, also wir haben ja hinten auf den T-Shirts draufstehen, konsequent ökologisch. Und das ist meistens damit verbunden, dass du, ich sag's mal anders, ich will den Baustoff, den Werkstoff, das Material, was ich einbaue, wirklich verstehen. Also ich will nicht nur dem Datenblatt vertrauen, sondern ich will wirklich wissen, was steckt da dahinter. Wie funktioniert das bauphysikalisch? Was machen die da wirklich? Also, und oft hat man ja leider Verbundstoffe, die im Recycling super aufwendig sind, wenn es überhaupt möglich ist. Und dadurch habe ich lange im Architekturbüro gearbeitet. Da haben wir auch versucht, irgendwie den Kunden das, was wir verkaufen, auch so verkaufen zu können, dass wir wirklich sagen, wir wissen auch, dass es funktioniert. Also wir haben es ausprobiert, wir haben es technisch und physikalisch verstanden und passt. So, sag mal, hier die Oberflächen, die müssen ja schon behandelt werden, oder? Ja, die sind jetzt einmal geölt, nach der Messe werden sie nochmal geölt. Der Fußboden, den haben wir auch noch einmal geölt, weil jetzt sind gerade sehr viele Leute hier drin. Ich weiß nicht, warum der Einlass unten nicht funktioniert. Ist nicht so schlimm. Ich mag viele Leute am Video. Ja, okay, dann können wir. Und deswegen haben wir das so gering wie möglich gehalten. Das wird aber nochmal behandelt. So, jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, dass hier irgendwann mal Ruhe ist, ja. Denn dass du hier auf einer Bergalm stehst, ich habe jetzt auch vor kurzem mit einem Kunden telefoniert, der hat sich ein Haus gemietet in Spanien auf einem Berg in der Nähe von Barcelona und war total gechillt, zahlt 300 € Miete und gut, das nächste Haus halt eine Stunde weg, ja. Das ist, aber das hier wird so ähnlich sein. Was ich geil finde, ist, wie hoch du hier bist auf dem Fahrgestell, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich mag das tatsächlich. Viele fragen so, kann das nicht auch weiter runter? Ich selber mit meiner Familie zu Hause bin auch relativ hoch und es ist total entspannt. Wenn der Bär kommt. Garten raus. Ja, genau. So, ich guck mal rein. Also das ist jetzt nun wirklich für eine Person, oder? Genau, das ist jetzt eine Person. Wir haben jetzt bei uns am anderen Ende unseres ein bisschen länger. Wie gesagt, wir bauen kundenspezifisch, also auch breiter. Wir sind nochmal, also unser Raum geht bis zum Ende und dann fängt erst unser Flur an. Wir haben ein Doppelbett mit 1,80 drin. Hier wollte der Kunde nur ein Einzelbett. Da kommt da noch ein Kleiderschrank rein und eben so einige Details sind jetzt noch nicht genau auf den Kunden zugeschnitten. Sag mal, wenn ich jetzt, ich sag mal, auf 2,55 Meter bleibe, die Länge, was kann ich ja maximal auf so einen Trailer stellen in Deutschland? 10 Meter? Ja, 10 Meter kriegen wir hin. Es kommt auch ein bisschen auf die Zugmaschine an, wie wendig die ist. Okay, das ist wichtig. Aber ich muss ja im Zweifel nur einmal hinstellen. Aber cool ist das ja, wenn einer sagt, ich bin mal 4-5 Monate, arbeite ich mal da und dann fahre ich woanders hin, hole mir einen Spediteur, der bringt mir den weg. Genau. Und dann ist es natürlich entspannt, wenn du bei diesen 2,55 bleibst, so wie wir jetzt hier, weil hier brauchst du wirklich, wie du gesagt hast, keine Genehmigung, kein gar nichts. Wenn du einen LKW-Führerschein hast, und manche haben das, wir haben Anfragen, die haben irgendwie einen kleinen Unimog oder irgendwas und dann können die das selber ziehen. Ne? Das ist schon geil. Oder halt einen Traktor nach Portugal. Oder einen Traktor, genau. So, wenn du Zeit hast. Komm, wir gehen mal raus. Ich habe viel erfahren. Wir werden
dich auf jeden Fall besuchen kommen. Ja, sehr gerne. Das ist so, dann kommen wir mal vorbei. Am liebsten natürlich im Winter. Ist das tiny? Geht man sich dann nicht irgendwann mal auf den Geist mit der Zeit? Wir wollten tatsächlich in den Sommer einziehen. Unbedingt, weil wir gesagt haben, boah, von 100 Quadratmeter auf 25 uns zu reduzieren, wird ein Brett. Und dann hat es aber doch länger gedauert. Dann wollten wir noch das Detail und jenes Detail. Und dann wurde es Herbst, Winter. Und wir waren so, oh Mann, jetzt müssen wir in den Winter. Aber es hat super funktioniert. Es ist super gemütlich, klappt. Sag mal, das Dach, was ist oben am Dach drauf? Titanzink. Echt? Ja. Ist das nicht teuer? Stehfalls. Titan. Doch, aber hält am längsten und ist nicht chemisch beschichtet. So, das klingt jetzt alles so ökisch, aber ich finde das Haus so geil, selbst ich würde es kaufen, ja, der noch einen Benziner fährt. Ja, ich fahre auch noch einen Benziner, aber ich sag mal, wenn wir wirklich konsequent ökologisch bauen wollen, dann kommen wir halt an diesen Materialien nicht vorbei. Und oft ist es tatsächlich auch das Einfachste. Ne? Also wir haben oft uns irgendwie viel Gedanken gemacht, technisch, und wie können wir das lösen? Und am Ende haben wir gesagt, guck mal, die einfachste Lösung ist doch die beste. Haben wir den Preis schon gesagt hier von dem? Ich glaube, 140.000 Euro. 140 Kilo in der, Voll ausgestattet. mit Steuer, die Mehrwertsteuer ist mit drin. Die Mehrwertsteuer ist mit drin, ja. Okay. Ohne Inselanlage, Batteriespeicher, bla bla bla. Ist Fahrgestell aber nicht. Frage stellen? Nee. Also das da- kostet nochmal extra. Aber sagen wir mal rund. Feuerholz brennt. Also nochmal 6.000 bis 8.000 Euro habe ich ein schönes Fahrgestell. Ja, das wird von Minute zu Minute wird's teurer. So, komm, wir gehen mal runter. Da vorne ist eine Frau, die hat nämlich dich angerufen, hat gesagt, spiel mal Feuerwehr hier. Aber die 3 Tage, ich bin mal gespannt, was morgen los ist. Heute ist ja Freitag, Wochenende wird so richtig abgehen, oder? Ja, also gestern war hier Pre-Opening, da war es noch richtig entspannt. Heute kommen wir schon in Fahrt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Dein Vorname Gerne. nochmal? Du bist der? Wie bitte? Du bist der Vorname noch? Georg. Georg, so war's. Und das Ganze heißt metinycasa.de. Und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.